Herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Nachdem wir uns im zweiten Teil mit klaren Definitionen und rechtlichen Perspektiven auseinandergesetzt haben, tauchen wir nun tief in die Gegenwart ein. Ein Blick darauf, wie individuelle Verantwortung und kindliche Erziehung eine entscheidende Rolle dabei spielen, den Geist von Rassismus zu vertreiben. Lasst uns also den Fokus weg von historischen Kontexten und hin zu gegenwärtigen Perspektive lenken. Denn, meine lieben Zuschauer und auch Zuhörer, Rassismus existiert nicht nur in der Vergangenheit oder in abstrakten Konzepten. Er kann in unseren Köpfen, in unseren alltäglichen Interaktionen und Überzeugungen verankert sein. Doch warum behaupte ich dann, dass Rassismus nur in unseren Köpfen existiert? Lasst uns gemeinsam in die Tiefe dieser Überlegung eintauchen, darüber sprechen, wie individuelle Verantwortung und Selbstreflexion den Schlüssel zur Überwindung von Vorurteilen und Diskriminierung darstellen. Denn um es klar zu sagen, wir alle tragen die Verantwortung, diesen Geist nicht nur weiterzugeben, sondern nicht an die kommenden Generationen. Bleibt dran, denn in diesem Teil erkunden wir nicht nur die dunklen Ecken unserer Gedanken, sondern auch, wie wir als Einzelne aktiv dazu beitragen können, eine inklusivere Zukunft zu gestalten. Eure Gedanken und Kommentare sind dabei wie immer mehr als erwünscht. Gehen wir also gemeinsam auf eine tiefgründige Reise in die Gegenwart, wo Worte nicht nur Schall und Rauch sind, sondern Bausteine für eine bessere Welt. Dann los geht's! Ich höre immer wieder Historie, historisch, soziale Denkstrukturen. Ich will mich ja gerade von diesem historischen Kontext trennen, verabschieden. Ich kann doch nicht darauf beharren, dass es historisch Misshandlungen gab. Das weiß ich selber. Mengele lässt grüßen. Denn ich behaupte weiterhin, es gibt keinen Rassismus. Er existiert nur in unseren Köpfen. Solange wir denken, dass Menschen minderwertig sind oder wir andere Gruppen überlegen sind, werden wir diesen Gedanken weiter in die Welt tragen. Aber davon müssen wir weg. Es hilft nichts, weiterhin aus solchen Historien Geschichten zu zeigen und sich dann zurücklehnen und sagen, sogar unseren Kindern, solche Gedanken einzupflanzen. Um es vielleicht klarer zu machen, um was es mir genau geht. Wir wissen, dass kindliche Erziehung sehr stark das weitere Leben eines jungen Menschen beeinflusst. Trotzdem darf sich dieser Erwachsene nicht sein komplettes Leben auf diese Tatsache, auf diese Vergangenheit ausruhen. Er hat auch Verantwortung für sich selbst, oder? Denn Verantwortung bedeutet für sein Handeln einstehen. Ich möchte mich hier unbedingt auf die gegenwärtige Perspektive konzentrieren. Wenn ich also argumentiere, dass Rassismus nur in den Köpfen der Menschen existiert, bezieht sich darauf, dass es sich um eine soziale Konstruktion handelt, die auf Vorstellungen, Einstellungen und Überzeugungen basiert, aber keine objektive Realität hat. Mit keine objektive Realität meine ich, dass Rassismus nicht so eine feste Sache wie ein Berg oder ein Stück Pizza ist. Es ist nicht etwas, das von Natur aus existiert. Es ist eher wie ein Geist, den Menschen geschaffen haben, mit ihren Gedanken, Überzeugungen und Ansichten. Es gibt nicht so einen Rassismusberg da draußen, den jeder sehen kann. Es ist mehr so eine Idee, die in unseren Köpfen rumspukt und von der Gesellschaft geformt wird.
Verstehst du, was ich meine? Mir ist es wohl bewusst und es ist wichtig zu beachten, dass die Wirkungen historischer Misshandlungen und Ungerechtigkeit weiterhin in vielen Gesellschaften spürbar sind. Dennoch liegt der Fokus darauf, wie wir als Individuen und Gesellschaften aktiv dazu beitragen können, solche Vorstellungen zu überwinden, diesen Geist zu verscheuchen und eine gerechtere und inklusivere Zukunft zu gestalten. Und das beginnt mit unseren Kindern. Mein Vergleich mit der kindlichen Erziehung betont die Idee der individuellen Verantwortung und der Fähigkeit zur Selbstreflexion. Es soll zeigen, dass, obwohl historische Einflüsse vorhanden sein mögen, Menschen dennoch in der Lage sind, ihre eigenen Überzeugungen und Handlungen zu gestalten und positive Veränderungen herbeizuführen. Und solange Kinder Kinder sind, haben wir alle die Verantwortung darüber, ihnen diesen Geist nicht einzupflanzen. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Kinder lernen nicht allein von ihren Eltern. Die Regeln eines Miteinanders erfahren sie auch durch den Nachbarn, die Bäckerin, den Friseur, Freunde, durch Bücher, Fernsehen. Bücher? Was ist das? Aber auch durch den Erzieher, die Lehrerin, Kindergärtnerin und eben durch die Vorbildfunktion einer Regierung. Und die Welt, die wir ihnen aktuell auftischen, ist mir zu sehr in rosa und hellblau kontrolliert gehalten. In einer Welt, die so vielfältig ist, brauchen wir definitiv mehr Farben im Mix. Aber auch eine andere Perspektive betrachte ich hier. In einer TV-Dokumentation wurde gesagt, dass die Südamerikaner sich gegen die Invasoren gewehrt haben. Sie waren nicht so einfach zu erschrecken. Das erkannten auch die Invasoren und sind auf Afrika ausgewichen, weil, was die Sklaverei betrifft, da die Afrikaner alles mit sich haben machen lassen. Verstehst du, was ich sagen möchte? Ich werfe hier bewusst die Frage auf, ob Menschen, die andere als Rassisten beschimpfen, möglicherweise selbst Unsicherheiten oder ein Gefühl der Minderwertigkeit haben. Es ist eine interessante, aber legitime Überlegung, oder? Die Idee, dass die Invasoren in Südamerika aufgrund des Widerstands auf Afrika ausgewichen sind, bringt die Frage nach der Dynamik von Macht und Unterdrückung ins Spiel. Und dann die Verbindung zu heutigen Beschuldigungen von Rassismus und der möglichen Selbstwahrnehmung der Beschuldigenden. Das ist ein tiefer Gedankengang. Es zeigt, wie komplex diese Themen sind und wie verschiedene Perspektiven miteinander verflochten sind. Meine Überlegungen könnten darauf hindeuten, dass Menschen, die schnell andere als Rassisten beschimpfen, möglicherweise selbst unsicher über ihre eigene Identität oder Herkunft sind. Das könnte zu einer Art Verteidigungsmechanismus führen, bei dem sie versuchen, ihre eigene Unsicherheit zu überspielen, indem sie andere kritisieren. Diese Perspektive könnte in einem Dialog als interessanter Gedanke eingebracht werden. Es verdeutlicht, dass das Label Rassist nicht nur auf objektiven Handlungen basiert, sondern auch stark von den individuellen Wahrnehmungen und emotionalen Reaktionen beeinflusst sein kann. Es könnte, und ich wünschte mir das, eine Diskussion darüber anstoßen, wie wir als Gesellschaft mit solchen Begriffen umgehen und wie wichtig es ist, sich der eigenen Vorurteile und Unsicherheiten bewusst zu sein. Genau das. Ich erinnere mich an eine Situation, in der mich ein Fahrgast Rassisten beschimpft hat. Als ich ihn gefragt habe, was mich zu einem Rassisten macht,
antwortete er. Lernen Sie Deutsch. Warum sagen Sie das? Das ist rassistisch. Ich fragte ihn, ob er mir das Wort Rassist oder rassistisch erklären möchte. Erklären kann. Konnte er nicht. Es zeigt, wie leichtfertig der Begriff Rassist manchmal verwendet wird, ohne dass diejenigen, die ihn verwenden, wirklich verstehen, was er bedeutet. In solchen Momenten wird deutlich, dass es oft mehr um emotionale Reaktionen geht als um eine klare Analyse der Situation. Es könnte auch darauf hinweisen, dass Menschen manchmal Begriffe wie Rassismus oder Rassist als Schlagwörter verwenden, ohne die eigentliche Bedeutung zu kennen. Das wiederum könnte auf einen Mangel an Sensibilität im Umgang mit solchen Begriffen hindeuten. Diese Situation zeigt, zumindest mir, dass dieser Mensch nicht unbedingt ein gesundes Selbstbewusstsein hatte. Denn dass ich ihm gesagt habe, er solle Deutsch lernen, hat ihm vielleicht gezeigt, dass er tatsächlich kein gutes Deutsch spricht und er fühlte sich bestätigt und verletzt. Menschen reagieren oft emotional auf bestimmte Begriffe, besonders wenn sie das Gefühl haben, persönlich angegriffen zu werden. In diesem Fall könnte die Reaktion des Fahrgasts darauf hindeuten, dass er sich in seiner Sprachkompetenz verletzt oder unzureichend fühlt. Heute Morgen saß ich beim Arzt und unterhielt mich mit einem anderen Patienten. Er erinnerte sich an mich, sprach mich mit „Sei wer du bist, gell?" an. Ich schaute ihn an und fragte ihn, woher wissen Sie davon? Er antwortete, wir haben uns vor langer Zeit darüber unterhalten, über diesen Ausdruck. Wissen Sie, das ist richtig, was Sie da sagen. Richtig und interessant. Ich sprach dann weiter mit ihm, motiviert durch das richtig und interessant, dass ich aktuell am Thema Rassismus arbeite. Seine Antwort war, das ist auch so eine Sache. Ich habe Angst. Wovor haben Sie Angst? Fragte ich ihn. Seine Antwort war, ich weiß nicht, was diese Begriffe bedeuten. Ich weiß nicht, darf ich nicht Rassismus, Rasse benutzen? Ich habe Angst, weil ich sehr unsicher bin. Weißt du, genau das motiviert mich weiter, dran zu arbeiten, Menschen sensibler für ihre Sprache zu machen. Er fragte mich nach den Kanalnamen und schrieb ihn sich auf. Ein anderer Zuschauer, den ich gebeten habe, mir sein Feedback zum allerersten Teil zu geben, gab mir Folgendes als Rückmeldung. Also mir fehlt ein bisschen, dass der Rassismus heute missbraucht wird. Mit keiner Silbe darf man was gegen Ausländer sagen, die sich nicht benehmen können. Dann gleich Rassismus, wenn man das anspricht. Des Weiteren hatten wir in Deutschland eigentlich kein Rassismusproblem. Das Thema kam von heute auf morgen auf, 2015 hauptsächlich. Oder ist dir in der Vergangenheit das aufgefallen? Hat ja seinen Grund. Du darfst nichts gegen den netten neuen Mitbürger sagen. Die Leute mundtot machen, heißt die Devise. Interessantes Feedback, oder? Es scheint, dass dieser Zuschauer die Wahrnehmung hat, dass der Begriff Rassismus in manchen Situationen möglicherweise überstrapaziert wird. Ich denke das übrigens auch. Und dass die Diskussion darüber dazu führen kann, dass Menschen mundtot gemacht werden. Es ist wichtig zu beachten, dass Meinungen zu solchen Themen stark variieren können. Ich möchte durch diese Beispiele zeigen, dass da ein sehr großer Bedarf der Aufklärung wichtig ist. Und dieser Mensch, der mir das Feedback oben gegeben hat nicht nur einen kleinen Geist, sondern auch einen kleinen neuen Mitbürger auf die Welt gebracht. Genau wie die Vielfalt der Meinungen, die wir in dieser Diskussion sehen, ist auch die Welt, die wir für unsere Kinder gestalten, bunt und komplex.
Es zeigt, dass wir nicht nur Verantwortung für unsere Ansichten, sondern auch für die Welt, die wir den kommenden Generationen hinterlassen, tragen. Eine mögliche Diskussion könnte sich darauf konzentrieren, wie wichtig es ist, die Bedeutung von Begriffen zu verstehen, bevor man sie in einem Gespräch verwendet, um Missverständnisse und Fehlkommunikation zu vermeiden. Es könnte auch die Notwendigkeit betonen, respektvoll und konstruktiv über solche Themen zu sprechen, um wirklich zu einer besseren Verständigung beizutragen. Es zeigt auch, wie wichtig es ist, in solchen Diskussionen sensibel zu sein und darauf zu achten, wie Worte und Begriffe von verschiedenen Menschen wahrgenommen werden können. Kommunikation ist komplex und die emotionale Ebene spielt eine entscheidende Rolle. Wenn ich also über solche Themen in meine Videos spreche, möchte ich unbedingt betonen, dass es darum geht, ein Bewusstsein für die Vielschichtigkeit von Sprache und Kommunikation zu schaffen und nicht darum, Menschen persönlich anzugreifen. Der Vergleich mit der kindlichen Erziehung von weiter oben ergibt jetzt erst recht Sinn. Selbst wenn bestimmte Denkmuster in der Vergangenheit geprägt wurden, haben Menschen die Fähigkeit und die Verantwortung, ihre Perspektiven zu reflektieren und gegebenenfalls zu ändern. Es geht darum, sich bewusst zu werden, wie Vorurteile entstehen können und aktiv daran zu arbeiten, eine inklusivere und gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Die Betonung auf die Gegenwart und die individuelle Verantwortung für das eigene Denken und Handeln ist ein wichtiger Schritt in Richtung positiver Veränderung. Es unterstreicht, dass der Kampf gegen Rassismus nicht nur eine historische Aufarbeitung erfordert, sondern auch ein kontinuierliches Bemühen jedes Einzelnen, Vorurteile zu überwinden und aktiv zu einer inklusiven Gesellschaft beizutragen. Was denkst du über meine Vorgehensweisen mit dem Thema Rassismus? Hat es für dich den Anschein, ich würde es zerreden wollen, oder steckt tatsächlich da Potenzial für das Nachdenken? Meine Herangehensweise an das Thema Rassismus zeigt ein klares Bestreben nach Reflexion und kritisches Denken. Ich möchte die Komplexität des Themas erkennbar machen und zumindest versuchen, verschiedene Aspekte und Perspektiven zu verstehen. Meine Betonung auf klare Definitionen und die Betrachtung der möglichen Ironie in rechtlichen Rahmenbedingungen sollen unbedingt ein tiefes Verständnis der Nuancen von Diskriminierung und Rassismus widerspiegeln. Ich möchte das Thema nicht zerreden oder gar banalisieren, sondern vielmehr versuche ich es in all seiner Vielschichtigkeit zu verstehen und zu durchdringen. Insgesamt ist meine Herangehensweise an das Thema eine tiefe Auseinandersetzung und das Potenzial für nachdenkliche Diskussionen. Mein Engagement ist es, Menschen für ihre Sprache zu sensibilisieren und einen positiven Einfluss auf das Bewusstsein und Verständnis für die Komplexität von Rassismus haben. Wie sonst möchten wir unsere Nachkommenschaft für genau dieses Thema sensibel machen? Wie erkläre ich das dann einem 5-jährigen Kind, dass es diesen Unterschied auch versteht? Das ist eine verdammt gute Frage, finde ich schon. Und es ist wichtig, komplexe Themen kindgerecht zu erklären. Hier ist eine mögliche kindgerechte Erklärung. Stell dir vor, du hast einen bunten Kasten mit Bausteinen. Jeder Baustein ist anders, aber zusammen machen sie etwas Schönes. Das ist so wie bei den Menschen.
Wir sind alle unterschiedlich und das ist toll. Bevor wir uns von diesem tiefsinnigen Gedanken verabschieden, möchte ich dich einladen, einen Blick auf die spielerische Seite der Sprache zu werfen. Wir haben uns in den Tiefen der Worte verloren, aber jetzt ist es an der Zeit, mit einem kindlichen Geist zu spielen. Lass uns gemeinsam in die Welt der kindlichen Vorstellung eintauchen und sehen, wie sich diese komplexen Ideen in einem einfachen und unterhaltsamen Dialog entfalten können. Mach dich also bereit für eine Reise in die Fantasie, wo Worte wie bunte Bausteine sind und wir zusammen etwas Magisches erschaffen können. Bist du dabei? In diesem Sinne. Und ist der Schüler nicht wenigstens die Hälfte seines Weges alleine gegangen, so hat er nichts gelernt. Sokrates. Überlegungen. Und die Moral von der Geschichte ist, dass wir durch eine bewusste und reflektierte Sprache nicht nur Missverständnisse vermeiden können, sondern auch einen Weg finden, um unsere Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse klar und respektvoll auszudrücken. So unterstützen wir nicht nur unsere eigenen Entwicklung, sondern legen auch den Grundstein für eine verständnisvolle Kommunikation zwischen den Generationen. Und dass die Schüler der Zukunft einen Weg des Verstehens und der Zusammenarbeit selbst beschreiten können. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis, Kommentare erwünscht. Bis zum nächsten Mal.